Sensationell. Luftfederung, 7,5 Tonnen, Volkswagen Crafter. Ja, mit einem GFK und Aluminiumaufbau. Ich grüße dich herzlich. Ja. Das ist Hightech, oder? Ja, genau. Das ist ein Kofferaufbau, ein Sandwich-Kofferaufbau. Ähnlich wie bei den RTWs, die wir herstellen. Bei den Rettungswagen? Bei den Rettungswagen, ja, entschuldige. Ist das, ja, jetzt im Moment ist das ein Einsatzleitwagen. Und da können wir gleich etwas, ja, zeigen. So, schauen wir mal grad. Ich bin ein bisschen ehrfürchtig. Oben drauf ist schon, ich sag mal, ein Rundumlicht, ja, was genau, du siehst. Eine Blaulichtanlage, so ein Blaulichtbalken. Ja. Es wird ein Einsatzfahrzeug für eine Behörde, so viel können wir schon mal sagen. Ja. Es geht so in Richtung, ich sag mal, Ordnung. Ordnung, genau. Ordnung. Können wir Ordnung mal so sagen. So, das ganze Fahrzeug wird in Deutschland fahren. Ja. Darauf werden wir uns mal jetzt beschränken. Es ist im Rohzustand und dafür liebe ich es auch. Hier ist der Felix, ja, wenn du mal kurz zu mir kommst. Du bist hier Jungmitarbeiter, 19 Jahre alt, Schreiner, willst irgendwann mal in der Zukunft Schreinermeister werden, so viel kann ich schon mal sagen, aber nicht in der näheren Zukunft, auch hast es richtig drauf und hast eine 3D-Zeichnung, aber nicht selber entwickelt oder doch? Doch, alles selber entwickelt, also auch geplant und gezeichnet eben. Ja. So, wir schauen uns das mal ganz kurz an, das ist so dein Notebook, was du da hast, die Software heißt wie? Pythar. Bitte? Pythar. Also kommt von Pythagoras. Kommt von Pythagoras, machen wir mal Licht aus. Was ist hier zu sehen? Also das ist jetzt mal der Koffer, also von außen jetzt mal mit Wänden und Inhalt von dem ELW, also dem Einsatzleitwagen. Ja, also hast recht. Hier ist es mittlerweile so, wenn man das so macht, so 2-3 Tage, dann kommst du langsam drauf, oder? Ja, genau. Also, aber man lässt das nicht. Also es bleibt für immer dieses RTW, das ist eben die Fachsprache. KTW, das bleibt. Also wir sagen nie Rettungsdienstfahrzeug oder Rettungstransportwagen, deswegen. Sehr schön. Ja, zeig mal. Man kann es drehen, alles. Ja, also ich könnte jetzt hier drehen. Das sieht man jetzt nicht viel. Dann kann ich auch mal die Wände hier wegmachen. Dass man ein bisschen mehr vom Innenleben sieht. Das ist so ein bisschen wie diese kleinen Puppenhäuser, wo du reingucken kannst. Das ist jetzt maßstabsgerecht schon? Das ist genau Maßstab 1:1 eigentlich. 1:1. So, das habt ihr mit den Kunden durchgegangen. Das war eine Ausschreibung oder ist das hier eine Einzelanfertigung? Eine Einzelanfertigung. So, und das ist was ganz Besonderes. Das Fahrzeug ist fast überdimensioniert, hat hinten 4 Reifen, hat vorne 2 Reifen, also insgesamt muss man gerade überlegen, 4, 6, hat mehr 8, 10 Reifen, steht auf 10 Reifen. Ja. Das heißt also, das ist eher überdimensioniert, oder? Ja, aber so ein Einsatzleitwagen braucht hier etwas Platz. Wir haben hier vorne eine Sitzgruppe. Genau, wenn du mal gerade Funk zeigst, also das ist die Sitzgruppe mit was? Was kommt da später? Sitzgruppe mit 2 Monitoren. Hier vorne sind HDMI-Steckdosen, Netzwerksteckdosen, 230 Volt Steckdosen hier vorne. Unten haben wir die Stauraumklimaanlage, die zweite Batterie, die Multi von Victron, die 3000er. Genau, und hier in diesem Bereich, also der Raum teilt sich in 2 Räume durch eine Schiebetür. In diesem Bereich ist dann die Funkanlage aufgebaut. Die 2 Monitore sind Ladesmonitore und hier die 2 4-Monitore sind Einsatz. Lades, was ist ein Lades? Lades ist ein Funksystem. Funksystem, das heißt ein Digitalfunk oder was ist das? Ein Digitalfunk, genau. Okay. Oh, das macht er jetzt so schön. Mach nochmal bitte. Während ich geredet habe, das hat man... Oh. Man kann die Tür aufmachen. Ja, genau. Also da unten haben wir jetzt mal Klappen reingemacht, damit die Leute Zugang an ihre KPCs und Funkgeräte... KPC? Fahrzeugcomputer, KPC, also Englisch CarPC, okay, genau, der gute alte KPC. Ja, ich dachte, das wären jetzt 3 Buchstaben, K, P und C. Nee, alles gut. Aber jetzt die Profis hier, ich meine, die sich auskennen. Die Handfunkgeräte sind jetzt hier in der doppelten Tür quasi. Okay. Genau. Das ist jetzt ein Kommunikationsleitwagen, also damit kannst du ganze Einsätze steuern quasi, oder wie? Genau, also das ist jetzt quasi eine mobile Leitstelle, also wo halt dementsprechend Funksprüche und Notfälle und alles eingehen. Und dann von da aus wird es gesteuert.
So, Hand aufs Herz. Du bist ja Schreiner, du hast einen Fuhrpark. Warte mal, ich mach dich mal schön hell, dass ich nochmal sehen. Jetzt ist Sonntag, du bist hergekommen und ein bisschen mehr Weitwinkel muss ich dir geben, damit du da bist. Wir gehen mal gerade durch ein kleines Reich. Also bevor wir jetzt mal hier das Fahrzeug betreten werden, wir werden den Rohbau uns mal angucken, werden uns mal anschauen. Können viele Details jetzt noch zeigen, die normal verdeckt sind, oder? Ja, auf jeden Fall sehr viel, ja. So, und da vorne ist so ein bisschen dein Reich und du hast zu mir gesagt, du kamst extra aus der Nähe von Stuttgart her. So eine Werkstatt wie hier hast du noch nicht gesehen, oder? Nee, noch nirgends, nein. Also das ist einmalig, denke ich. So, dass wir das mal sehen. Allein die Dimension der Halle, das ist nur Holz, was wir hier sehen, Holz und Schaumstoff. Genau, WK, das ist unser Schaumstoffmaterial, also das ist auch ein Plattenwerkstoff. Das ist irre leicht. Genau, das ist sehr leicht, perfekt für den Fahrzeugbau. Und zudem noch eine Eigenschaft, das ist brandgeschützt. Brandgeschützt, wasserfest, absolut wasserfest und stoßfest. Das sind die Seitenwände? Nee, das sind die Sandwich-Kofferwände, aber WK ist hier vorne. Nee, das sind die Seitenwände. Also die Seitenwände der Koffer, ja, der klar, Koffer, genau. Natürlich, entschuldige. Das ist richtig. Also das Material, hier kann man sehen, das ist jetzt außen GFK und innen Aluminium. Ja. Hier ist jetzt so gar nichts drauf Also gewesen. hier sieht man das ganz deutlich, ne? Innen Aluminium, das ist hier unten, das ist das, was so ein bisschen glänzt. Genau, und außen ist dann dieses hier GFK. Bei den Wohnmobilen, die ihr baut, bei den Reisemobilen, ist zweimal GFK, aber diese Einsatzfahrzeuge, da muss auch mal was geschraubt werden, da kannst du viel besser reinschrauben in so Alu, gell? Genau, also in Aluminium halten die Schrauben auch deutlich besser als in dem GFK. Ist das schwer? Zeig mal gerade, wenn man mal hochhebt. Nee, geht locker, oder? Ja, super easy. Super easy, aber extrem stabil. Ja. Das heißt, du kannst, wenn jetzt beide Seiten beplankt sind, kannst du mit Fußball spielen, da passiert nichts, oder? Ja, vermutlich, ja. So, was? Wir sind zurück. Felix, jetzt werden wir uns mal angucken. Hast du es auch eingebaut teilweise? In den jetzt? Ja. Also bis jetzt ist ja noch nichts drin eigentlich, außer die Bank. Aber das, was drin ist, sind ja schon ein paar Sachen drin. Wir können es mal zeigen. Aber du wirst es einbauen in den? Ich denke, ja. Teilweise. Ihr habt mehrere Kollegen, die Holz machen, oder? Ich habe noch 2 weitere Kollegen, also 2 Schreiner, die sind deutlich älter als ich. Und die sind aber auch aktuell nicht da. Okay. Also im Moment bist du der Mann der Fälle. Ja, du kommst, bist 19 Jahre alt, hast eine Ausbildung gemacht als Schreiner, oder? Ja, so sieht's aus, genau. Also ich bin jetzt eigentlich frisch fertig mit der Ausbildung. Hast du hier beworben? Man hat dich zunächst nicht nehmen wollen oder ging es direkt? Er lacht. Ja, nee, also ganz so war es nicht. Also das ist alles durch Zufall entstanden, dass ich hierher gekommen bin eigentlich. Ist das schön hier in Lingen? Ja, wunderschön. Wunderschön, weil ich weiß nur, Stuttgart, da gibt es ja so Besenwirtschaften und so, gibt ja auch schöne Stellen in Stuttgart. Stuttgart ist schöner, aber muss ich natürlich sagen. Aber Lingen ist schon nicht hässlich. So, wir gucken von hinten rein. Hier kommt was rein eigentlich? Das, was wir uns vorher angeschaut haben, die 2 Räume. Ach so, hier, nein, ein Rollo. Ein Rollo kommt rein. Ein Rollo. Die Feuerwehrleute lieben ja Rollos und Türen eher weniger. Also Klappen und Rollos, das ist so Feuerwehr. Okay. Also es wird für eine Feuerwehr gebraucht. Oh, später mal. Kacke, ja, Jetzt genau. Ja, es ist nicht so schlimm. Aber können wir ruhig sagen, wir haben ja nicht gesagt, wo, in welchem Land und Stadt und so weiter. Der Sitz steht jetzt erstmal nur mal da, damit ihr arbeiten könnt, oder? Ja, genau. Wir mussten gucken, wie weit wir die Trennwand und die Schiebetür nach vorne nehmen. So, zeig mal, das habt ihr schon angebaut? Das ist ja. So, das ganze Fahrgestell, Verbindung, Koffer, das habt ihr alles schon gebaut? Da Ja, genau. Das ist der Koffer, wenn Koffer fertig hergestellt ist, wird er ja quasi aufgesetzt. Das ist die Hochzeit. Darf ich mal gerade, das ist übrigens die Treppe, die ihr gebaut habt dazu, die ist auch von euch. Ihr habt eigene Lasermaschinen, auch das, die Metallverarbeitung, du kennst dich auch einigermaßen aus mit Metall? Es geht. Aber auch das, die Kollegen haben auch einen genialen Fuhrpark, oder? Ja, auf jeden Fall auch sehr beeindruckend, ja. So, da haben wir uns ein eigenes Video zugedreht, Metallverarbeitung bei der Firma Emmert in Lingen. Ihr habt eine Klimaanlage euch vergönnt. Stauraum-Klimaanlage, genau. Die wird mit 230 Volt betrieben und die hat eine eigene Einspeisung. Das heißt, erst wenn das Fahrzeug in der Einspeisung ist und 230 Volt bekommt, wird diese Klimaanlage aktiv und betreibt natürlich auch dementsprechend den ganzen Koffer. Also oft ist ja wahrscheinlich eine eigene Abteilung, die macht Strom zum Beispiel vor Ort. Strom, genau. Wir haben zum Beispiel sogar mehr Elektriker als Tischler, weil Strom ist für uns eine ganz große Sache. Also wenn man sich auch hier die Verkabelung oben anschaut, also so ein Einsatzleitwagen
Oder ein RTW hat unheimlich viel Kabel und Strom. Sind aber nicht nur Stromkabel, sind Netzwerkkabel, sind wahrscheinlich Funkkabel, Koaxkabel. Genau. HDMI-Kabel, Netzwerkkabel und So, ihr habt ja Leute, die sich damit bestens auskennen. Also die wissen, was ist jetzt zum Beispiel das Funksystem Tetra, habe ich mal gehört. Gibt es das noch? Ja, klar, natürlich. Noch, ja. Also das sind so Funksysteme, da müsst ihr euch mit auskennen. Jetzt, Felix, du hast ja gesagt, du hast noch gar nichts reingebaut. Hier ist ja schon was. Ja, also das ist jetzt mal das Grundgerüst für die Sitzbank. So, wenn du da mal bitte mal ein bisschen dran ziehst, einfach mal hier an der Seitenwand, mal so ein kleines bisschen, dass man das mal sieht. Das ist ja wirklich für die Ewigkeit gebaut. Also ich sag mal auch wahrscheinlich in einem ähnlichen Verfahren. Das ist die Sitzbank, klappern darf hier nichts. Also es ist auch geschraubt, ne? Ja. So viel dazu. Auch hier wird die Außen- oder die Innenwand wird durch die Schrauben angebohrt, aber es darf nichts wackeln. Und sobald etwas wackelt, da meldet sich der Kunde sehr, sehr schnell. So, das sehen wir jetzt mal. Also hier sehen wir schon, dass ihr in diesem Alu-Bereich ja prima reinschrauben könnt. Ja? Und deswegen hier innen Alu. Ja. Bei den Reisemobilen oft kein Alu. Das hier sind so praktisch Versteifungselemente, die du hast. Verbinder? Ja. Nein, also das sind Kabelkanäle. Also diese hier, das sind die Öffnungen der Kabelkanäle. Die haben wir hier immer wieder. Und die Versteifungen sind jetzt hier unsichtbar. Das heißt, wir versteifen die Wand. Und da ist nochmal Metall drin, oder? Nee, das sind Vierkantrohre. Vierkantrohre aus GFK. Genau. Aber die Kabelkanäle sind aus Aluminium. Das haben wir übrigens gezeigt, wir waren in der Abteilung drin, da warst du mit dabei. Ja. Allein die Vierkantrohre, die haben eine Zähigkeit. Ich glaube, da kann Metall gar nicht mithalten, oder? Das ist fast noch zäher. Ja, ich glaube schon. Ja. So, wir gehen mal gerade rüber, dann zeigen wir mal, wir haben noch ein anderes Fahrzeug, das ist nicht ganz fertig, dass wir mal sehen können, wie das Ganze hier verbaut wird. Denn diese Kanäle hier, vielleicht nehmen wir mal den hier, wir haben ja doch einige zur Auswahl. Mal kurz hochgehen. Das hier ist jetzt die Sandwichplatte. Ja, die Sandwichplatte und ausgefräst ist es dann von innen quasi das Licht oder das Licht, der Einsatz fürs Licht. So. Und, ist das jetzt schon die Fräse, die 3D-Fräse, die dann hier zum Einsatz kommt? Hier in dem Fall? Ehrlich gesagt, dadurch, dass wir legen diese Platte, dadurch, dass es eine Aluminium-Innenschicht ist, legen wir diese Platte jetzt nicht auf die Fräse. Das machen wir per Hand. Aber die Fräse ist in der Zeit dann auch beschäftigt. Also die macht zum Beispiel die Innenblätter für die Türen oder... So, das System ist immer das gleiche, es sind immer 60 mm, es ist immer diese Mega-Isolierung. Mega-Isolierung und dann quasi die Variable, einmal wollen wir Alu benutzen, ja oder nein. So, das hier ist eine Tür, die muss 1000-mal auf und zu gehen, die muss extrem steif sein, darf nie kaputt gehen, sage ich jetzt mal, im Einsatz, kann immer mal passieren, aber ist sehr selten. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist so, dass sie sich absenkt oder so und dann ist es dann so, dass wir beim Kunden entweder vorbeikommen oder der Ich zeig das mal. Vorbei. Warte mal, ich springe mal gerade hier runter. Oh, 53, ich habe es noch gepackt. So, da vorne ist jetzt ein Riegel drin. Das ist die Verarbeitung, wie es sein muss. Und Edelstahl-Scharniere, die sind hier an der Seite. Da macht ihr auch bei kleinen Türen nicht Halt, ihr nehmt das gleiche Scharnier. Ja. Genau. Allein in der Optik, oder? Aber ich sag mal so, das müsste ja jetzt nicht so dick sein, aber ihr könnt jetzt an jede Tür theoretisch noch was dranhängen, was ihr teilweise auch macht. Das heißt, ihr habt noch Einsatzmaterial, was beim Öffnen automatisch mit rausgeschwenkt wird, oder? Ja, genau. Also wir haben einen Rettungswagen, den haben wir ja auch schon gefilmt. Darf man das sagen? Ja, können wir ruhig zeigen. Also das ist ja die Traumatür, die zum Beispiel eine Schaufeltrage trägt und die Scharniere müssen es auch aushalten. Und das ist wenig, da habt ihr teilweise noch viel, viel mehr dran. Ja, genau, oder Matratzen. Mal zeigen, wo Defibrillator hängt und so. Ja. Das ist cool. Da haben wir nämlich auch so das ist eine Besonderheit.
Genau. Oder eine Vakuummatratze zum Beispiel mit einer Vorrichtung. In diesem Fall ist es ein C3, ein Copuls C3, ein Defibrillator mit einem Weimann Akkuvac. Das ist ein Absauggerät. Und so, so. Das ist dabei. Auch hier die Trage, die baut ihr ja nicht selber, sondern das Ganze wird dann auch geliefert von solchen Tragen und so weiter. Aber da können ganz schön viele Kräfte auftreten. Das heißt, das muss am Untergrund perfekt fixiert sein. Das Material ist auch haltbar und nimmt die Kräfte auch auf, oder? Ja, nimmt Kräfte auf, balanciert das so ein bisschen aus, genau. Wir fixieren unsere Koffer natürlich an dem Fahrgestell fachgerecht und fest. Cool. So, wir gehen nochmal rüber, dass wir unseren Prototypen nochmal sehen. Nee, ist ja kein Prototyp mehr. Der ist ja so schon gebaut. Ist das jetzt ein Einzelstück? Der oder? hat jetzt tatsächlich einen Kunden gefunden. Also das ist tatsächlich ein Kunde. Bei uns sieht alles aus wie ein Prototyp. Also kommt aber raus hier aus der Produktion und wird sieht perfekt aus. Das heißt, ihr könnt alles ganz manuell bauen. Das ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, nee, geht nicht, sondern ihr könnt zum Beispiel, wenn einer jetzt ein Kunde sagt, nee, der will aber, der soll jetzt ein bisschen höher sein, der soll oben noch einen Doppelboden haben, einfach nur sagen, was ihr wollt. Und Felix kann das Ganze planen, aber nicht nur Felix, sondern wir haben ja einen Mann hier, der normal nicht hier ist. Das ist der. Heute ist Sven nicht da. Sven. Ja, den hast du ja gestern kennengelernt, genau. In der Konstruktion plant Sven natürlich für den Metallbau eher und Felix macht das für das Tischlergewerk. Und weil beides ist sehr wichtig. Metallbau und Tischlergewerk sind eins der wichtigsten, die wichtigsten Gewerke, die hier abgedeckt werden bei uns. So, jetzt können wir das Ganze mal schauen. Da vorne kommt die Sitzgruppe rein. Das ist also eine Face-to-Face-Sitzgruppe. Man sitzt sich gegenüber. Ja, Face-to-Face Feuerwehr. Das mögen die meisten immer sehr gerne. Da ist der Tisch. Der ist dann auch eigentlich auf einer Tischsäule, die dann quasi auch abgelassen werden kann. Oben drüber ist dann ein Kanal, ein Kabelkanal mit den jeweiligen Steckdosen, HDMI-Steckdosen, die dann aber auch vom Monitor weitergegeben werden. Ne? Also HDMI wird dann nicht direkt an den Monitor angeschlossen, sondern eher an die Steckdose, die dann im Kabelkanal liegt. Netzwerk genau dasselbe. Der Boden selbst, das ist kein Belag, sondern das ist wirklich Kunststoff gewesen, Kleber, dann kommen diese Kokosraspeln drauf. Kokosraspeln, genau, wie in der Komposttoilette. Aber das ist wirklich widerstandsfähig hoch 10. Das ist widerstandsfähig, dieses Desinfektionsmittelfest und reibungsarm. Wahrscheinlich hat der Felix schon überlegt, zu Hause mal so eine kleine Sache machen, weil, keine Ahnung, im Bad können wir es eigentlich einbinden, oder? Genau, unsere Bäder, jetzt bitte nicht hingehen, aber unsere Bäder sind wirklich so, die kannst du durchscheuern, kannst da hier mit Chlor, mit aggressiven Reinigern, das macht ja nichts, oder? Ja. Okay, genau. Wir sind ja hier im Medizinbereich auch teilweise, da werden sie auch eingesetzt. Wenn du mal gerade mal so ganz leicht mal dagegen mit der Faust mal gerade, bitte mal nochmal. Die Frauenfaust kommt, das ist doch... Ja, das muss so klingen, oder? Ja, das ist sattes Material. Das ist sattes, genau. Das klingt auch sehr, sehr gut. Wir wissen, uns ist auch bewusst, dass das gut klingt und das... Es geht um das Thema Schallisolierung. Wir haben einen Test gemacht bei einem anderen Fahrzeug. Ja. Wir haben draußen diesen Einsatzwagen davor gestellt, haben das Martinshorn angemacht, wer sich auskennt, ein Drucklufthorn und haben dann bei einem Reisemobil, was ihr gebaut habt, auf gleicher Basis mit KCT-Hartglasfenstern. Genau, wir haben alle Fenster dann aufgemacht und alle Dachluken. Ne? Der hat keine Fenster später, der hier drin, der ist ohne Fenster. Nee, der hat dann Fenster. Oh. Der hat auch Fenster. Da sind allerdings etwas andere Fenster als KCT-Fenster. Die werden dann in diesem Bereich verbaut sein und in der Sitzecke rechts und links. Sind das die gleichen Fenster, die wir hinten sehen am Rettungswagen? Nein. Nein, andere. Nein. Egal. Das sind dann, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber Dometic-Fenster oder Seitsfenster. So, Dometic-Seitsfenster. Also das ist ja oft so, warum könnt ihr Reisemobile bauen? Weil ihr eben auch Rettungswagen baut mit Victron Energy. Das ist die gleiche Technik, die auch auf Schiffen verwendet wird. Also ich sag mal, das macht richtig Spaß.
Das ist natürlich schon gut, wenn du hier so ein Unternehmen hast, was auch mal sagt, wenn mal was schief geht, das wird repariert, ihr könnt alles reparieren, ihr kennt jede Schraube hier von dem Auto, auch wenn es mal zum Unfall kommt, das ist extrem steif, das Material. Hast du draußen den Koffer gesehen, der Überroll, weißt du, ob du das mal gesehen hast? Ja, mal, aber ich wusste nicht, dass das ein Crash-Dummy ist. Der sieht noch zu gut aus. Der sieht so gut aus. Ihr habt Crashtests, die Koffer sind zertifiziert, das heißt, wenn da jetzt was passiert, die fallen nicht auseinander. Nein, direkt. Die fallen nicht auseinander und die wurden nach 1789 getestet. Die Möbel bleiben an der Wand. Die Möbel bleiben an der Wand, genau. Die Dachluke bleibt an der Stelle, wo sie ist. Die Türen fallen einem nicht entgegen. Der Tisch, der da fixiert wurde, oder die Beschwerungen, die an der Wand hängen, bleiben auch hängen. Also es fällt nichts in den Lebensbereich. Dieser Lebensbereich wird bei dem Test auch abgeklebt. Und somit kann man dann auch mit einer Slow-Motion-Kamera, die dann im Koffer aufgebaut wird, sehen, inwieweit sich die Möbelstücke, die man dann verbaut hat, bewegen. Genau. Und auch der Tisch, wie er sich dann bewegt, ob dann irgendwelche Gläser einem entgegenkommen. Also Gläser meine ich, das Glas aus der Dachluke zum Beispiel. Oder also nicht das Weinglas. Türen, ja. Genau, oder das Schiebefenster aus der Tür, aus der Eingangstür, das sieht man dann ja auch. Also es sind Slow-Motion-Kameras bei dem Test mit dabei. Und wir haben daraus, also aus den Aufnahmen, haben wir auch ein YouTube-Video gemacht, welches wir auf unserem Kanal auch veröffentlicht haben. So, Felix, komm mal mit. Wir gehen mal kurz noch mal gerade rüber. Hier ist ein fertiger RTW, so viel habe ich schon gelernt. Und da kann man so ein bisschen reingucken, wie das Ganze gefertigt ist. Spaltmaße, also wenn du mal gerade schließt, bitte, dass wir das mal sehen. Also hier vorne siehst du das ja, das sind, warte mal richtig zu. Ein bisschen Schwung. Die sind ja auch dafür gebaut, dass sie mit dem Schwung zugemacht werden, oder? Ja. So, und hier siehst du sehr schön diese Gärung, die geht ja von unten nach oben, die ist vollkommen gerade. Gerade, ja, das machen dann unsere Maschinen. Was das Zugehen der Klappen angeht, da ist es so, dass bei dieser Klappe, wir haben natürlich einen sehr viel Luftwiderstand, wenn man diese Klappe aufmacht. Sie ist absolut dicht, außer hier diese Lüftungsschlitze da oben. Genau. Und dann machen Ach so, da braucht die Luft ein bisschen. Genau. Fenster auf. Dann machen wir ein bisschen Fenster auf, machen sie so weit zu und dann knallen wir sie zu und die sitzt wie. Nochmal. Die sitzt wie. Also du gehst hin, fertig, soweit und dann zu. Das ist auch so, wie die Leute, ich meine, die haben ja oft keine Zeit, da geht es um Leben und Tod. Schlimmer gegen, ja. Das macht nichts. Das macht nichts, nein. Dafür sind sie gebaut. Da hinten, da ist so eine Trittstufe, die kauft ihr zu? Die kaufen wir zu, ja. Aber es gibt auch Trittstufen, also das ist eine ganz normale, einfache. Das lohnt sich nicht selber herzustellen. So, aber zum Beispiel andere Treppen, das hast du ja jetzt mehrmals gesehen, die stellen wir gerne Sag mal, diese Rollos, die hinten eingebaut werden, während der Fahrt, fangen die an zu klappern? Also ein Rollo? So ein bisschen? Nein, eigentlich nicht. Da wird sich der Kunde relativ schnell melden, genau. Und hier, was hier davor kommt, also das, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, ist eine Trennwand, die quasi die ganze Zeit hier durchläuft. Die ist nochmal davor. Genau, und das ist jetzt so ein Regalfach für Eurokisten. So, der hat die Rückfahrkamera hier oben drauf. Das sieht auch schick aus, was da ist. Das macht ja auch Sinn. Dann hat er Licht. Das sind die Originallampen, die mitkamen? Das sind die Originalscheinwerfer, genau. 3-Kammer-Leuchten oder 5-Kammer-Leuchten. Ja, genau. Was du alles weißt. Ach, mein Gott, so speziell ist es nicht. Und man lernt so vieles dazu. Ja gut, du hast auch 2 Diplome im Bereich. Ja gut, ich werde es ja nicht schwer. Du bist keine Handwerkerin, sondern du bist Kauffrau, hast in England studiert. Das braucht ein Unternehmen wie dieses. Jemanden, der einfach rational denken kann. Eine Frau, ja.
rational, hast du gehört? Eine Frau, die rational nicht denkt mit Gefühlen, sondern auch mal ruhig Businesspläne sich mal erstellen kann. Die Zeiten müssen eingehalten werden. Das ist ganz wichtig. Genau. Also dass die Leute, wenn du sagst, es wird Mai, dann kann es nicht August werden. Genau. So. Und eine ruhige Hand, die auch mit den Männern dementsprechend auch umgeht. So, das ist kein Dummy jetzt hier, den ihr einfach mal zu Showzwecken habt. Der wird demnäßt ausgeliefert, oder? Der wird ausgeliefert, ja. Den haben wir uns einfach mal so rausgegriffen. Genau. Ihr habt allein von einem Typ 70 Stück dieses Jahr gebaut. Das ist, glaube ich, ein Erfolgsjahr. RTW. Ja, oder? das ist für einen Kunden, den wir sehr, sehr gerne mögen, der uns auch mag. Und deswegen, also wir sind froh, wenn wir bauen können. Ist das ein Kühlschrank da oben? Ja, oder? genau. Ein Eberspecher. Oh, ist der süß, den will ich sehen. Ja. Zeig mal. Der ist ganz klein. Ja. Warum ist der so klein? Für einen Pullen. Also da muss jetzt nicht so viel so. Guck mal hier, das Licht genau an der Stelle, wenn du es aufmachst, das ist auch noch in einer gewissen, dass das funkelt und leuchtet, Edelstahl, also da geht ja noch ein Herz auf, oder? Ja. Sag mal, dieser spezielle Werkstoff WK, hast du den vorher gekannt? Nein. Was ist so cool an dem Material? Dass es verdammt leicht ist und es ist super toll, das an der Kreissäge zu schneiden, weil man es kaum merkt. Okay, das geht also durch die Butter, oder wie? Ja. So, das zeige ich mal. Hier vorne ist übrigens die Kante des Edelstahl. Ja, das ist Handarbeit. Handarbeit. Das ist Handarbeit, genau. Gut, das ist aber wichtig, weil das muss ja genau hier passen für die Treppe, die reinkommt. Ja, genau. Und eine Ewigkeit halten. Ewigkeit heißt bei euch, zum Beispiel bei diesen RTWs, 3 Jahre? Von 3, 4, 5 Jahre maximal, genau. So, dann sind die durch von den Dann Kilometern. sind die durch, genau. Und dann wird entweder ein Kofferwechsel gemacht oder. Habt ihr schon mal so Fotos bekommen, wenn in Thailand... Mal mit, er piept schon, weil er möchte schon. wieder zugehen. Er piept schon, weil er Temperatur verliert. So, hier vorne, das ist hier piept er und das ist der Kühlschrank. Das ist der Kühlschrank. Oh, ist das süß. Ja. So, jetzt. Ich habe mir schon überlegt, als ich ihn gesehen habe, zu Hause könnte ich mir dann neben das Bett jeweils einstellen. Ach so. Da passt eine Dose Cola rein. Ja, genau, oder zwei kleine, genau. Also so sieht das im Moment aus. Und da gibt es keine genauen Grundrisse. Also es ist immer so, dass jeder Kunde einen gewissen Grundriss bevorzugt und mag und bauen lässt. Aber für einen RTW gibt es keinen besonderen Grundriss. Ich glaube, ich weiß, warum er sich jetzt beschwert. Das heißt, die Ampullen dürfen ja nicht warm werden. Ganz genau. Und deswegen mach mich zu. Ich bin jetzt noch nicht auf der Temperatur, die ich brauche. Der war auf wie viel? Der war, glaube ich, bei 2 oder 3 plus. Gut, da ist er ja gleich wieder. Wir lassen ihn mal piepsen. Ja. Dann siehst du hier ganz viele verschiedene Fächer. Die habt ihr alle selber gebaut. Das heißt, haben wir alle selber gebaut. Die Gasdruckfeder natürlich nicht. Die kommt von einem Zulieferer, aber alles andere ist von uns. So, und da siehst du auch nochmal. Jo. Übrigens hat sich Felix gestern auf so einen Auszug draufgesetzt. Hängt, ja, genau. Bei einem anderen Fahrzeug. Nee, jetzt nicht bei dem hier. Mein Gott. Also ob du glaubst oder nicht, ne? Ich bin da 1000 Tote gestorben. Ne? Echt? Ja, klar. Stell dir vor, da wäre was schief gegangen. Oh mein Gott. Es geht ja auch. Ist es nicht? Ich weiß, ist es nicht, aber. Du hast zum Beispiel hier oben auch bei einem anderen Fahrzeug, das machen wir jetzt nicht hier nicht, hier siehst du Klavierbänder. Das Ganze soll ja nicht rappeln, das soll für die Ewigkeit sein. Genau. Das ist, ist das schön. Das macht einfach nur Spaß. Jetzt sind die Schrauben, die haben jetzt keinen, kannst du 1000-mal machen. Die haben jetzt keinen hin, du siehst die Schrauben ja hier. Die werden noch zugemacht oder bleibt das so? Also ja, da kommen noch Kappen drauf. Kommen noch Kappen drauf. Genau. Endabnahme, wenn der Kunde kommt, das sind ja eigene Teams, die kommen her. Die haben so riesen Listen. Ich habe das mal gesehen in einem Film. Ist es bei euch auch so? Die kommen und checken die auf Herz und Nieren bei der Übergabe? Ja. Also gehen die Liste nochmal durch. Wenn das Ausschreibungen sind, dann gibt es ja ganz genaue Werte, die vorgegeben wurden. Die fahren auch mal damit? Eine genaue Anzahl wird geguckt, die Funktionsfähigkeit wird geguckt, die Klimaanlage wird an- und ausgemacht, dann wird der Motor nochmal gestartet, die Blaulichtanlage läuft, dann wird nochmal geguckt, ob der Sitz verstellt werden kann, ob die Pneumatik, ob das CAN-Bus-System funktioniert, ob die Lichter alle funktionieren und so weiter. Und dann wird erst Kaffee getrunken, genau. So, und da ist der Funk. Das heißt, das dauert auch ein bisschen. Die nehmen teilweise ein Auto ab, auch schon mal 10 oder wie? Ein Auto
oder 10, das ist egal. Also das ist schon ein Tagestrip. Fahren die anschließend das Auto auf den Rädern nach Hause? Oder? Ja. Meistens so, dass die meisten dann noch das Kennzeichen mitbringen, weil das Fahrzeug dann schon zugelassen ist. Das ist dann auch gleichzeitig die Probefahrt, also wo die das mal testen auf Herz und Nieren. Genau. Also eine Probefahrt können wir hier jederzeit gewährleisten. Man kann Probefahrten anbieten? Ja klar, hier auf dem Parkplatz vorne. Ja, kann man mal links und rechts fahren. Ja, natürlich. Wir fahren dann auch meistens raus, stellen uns hin, machen ein paar Fotos mit dem Kunden. Ja, klar. So einen Durchgang gibt es ja nicht hier bei solchen Autos, oder? Nee, Durchgang gibt es leider nicht. Wir haben aber eine Gegensprechanlage und natürlich ein Schiebefenster. Schiebefenster, weil es das wollen die meisten immer so haben. Es muss eigentlich kein Schiebefenster da sein, weil, wie gesagt, es ist eine Gegensprechanlage. Jetzt meine Frage, da ist jetzt ein Bedienpanel, das habt ihr, ich sag mal, da steht jetzt Emhart Fahrzeuge, das habt ihr nicht selber entwickelt, oder? Es gibt Bedienteile, die entwickeln wir mit einem Hersteller. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine Klimaanlage drunter. Was ist hier drunter? Eine Truma oder eine Eberspecher. 7,5 kW. Klimaanlage. Und eine Klimaanlage und eine Standheizung, also Luftstandsheizung. Eine Diesel, oder? Eine Diesel, klar. Okay, klasse. Und hier ist jetzt so ein Bedienfeld. Das ganze Fahrzeug wird, wenn es ausgeliefert wird, ja nochmal versiegelt. Es wird nochmal versiegelt, genau. Wir sind jetzt hier in diesem Status, wo das noch nicht gemacht wurde. Aber es ist soweit fertig, dass man auch hier bei YouTube zeigen kann und sagen kann, man blamiert sich nicht bei diesem Status. Und es ist natürlich so, ihr baut alle 3 Tage so ein Fahrzeug fertig, jetzt rein rechnerisch. Und, das sind schon mehr. Also es ist ein Fahrzeug, wir bauen gleichzeitig mehrere Projekte und mehrere Fahrzeuge, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jeder 3. Tag ist ein Ausliefer. Aber jetzt rein rechnerisch 100 Stück, wenn ich so gesagt habe. Rein rechnerisch ist es so, genau. So. Ist das denn so ein Business, wo man, ich sag mal, ein bisschen vom Hand in den Mund läuft? Oder habt ihr denn zum Beispiel Kunden, die sagen, ich brauche dann 2024 schon mal 4? Genau, ist das so? Das ist realistisch. Das heißt, ihr wisst, ist jetzt nicht so, dass ihr immer so Last-Minute dann die Wagen, weil ihr müsst die Fahrgestelle ja auch noch kriegen. Es gibt natürlich Last-Minute-Bestellungen, aber da bestellen wir auch unsere Fahrgestelle immer im Voraus. Es gibt aber auch Kunden, die sagen, für das und das Jahr plane ich so und so viele ein und dann ist es ganz gut. Also eine gewisse Kommunikation mit dem Kunden ist immer ganz gut. Bringt der Kunde schon mal Fahrgestelle mit? Gibt's sowas? Ja, gerne. Auch gerne. Und es gibt auch Kunden, die haben bestimmte Rabattsätze oder haben das Gefühl, sie können die Fahrzeuge günstiger einkaufen und haben da bessere Verbindungen. Und das ist für uns absolut in Ordnung. Also wir sind da absolut frei. Ja, ihr habt einen tollen Status. Ihr seid zum Beispiel bei Mercedes-Benz, das ist jetzt ein Volkswagen. Ein Aufbauhersteller, einer der Aufbauhersteller, die bei Mercedes-Benz gelistet sind. Was hat das für Vorteile? Na gut, wir haben so ein Aufbauherstellerportal, wo wir auf bestimmte Daten zugreifen können, wo wir unsere Auftragsdaten auch pflegen. Das ist einfach eine gute Beziehung zu einem der größten Fahrzeughersteller zu haben. Das ist schon für uns sehr, sehr wichtig. Was steht denn im Fahrzeugschein später drin? Da steht ihr drin? Oder steht jetzt Mercedes-Benz Sprinter drin? Mercedes-Benz Sprinter, nicht Emhart-Fahrzeuge, weil wir verändern ja das Fahrzeug noch so weit, dass es ein Mercedes-Benz Sprinter-Fahrzeug ist. Also wir müssen den Stern jetzt nicht von vorne abheben. Das heißt also, wenn du jetzt einen voll integrierten hättest, da wird da wahrscheinlich Emhart draufstehen, oder? Ja, genau. Da muss irgendein Zeichen stehen von demjenigen, der das bis zu 80% quasi verändert hat. Ja, der Name ist dann wahrscheinlich Felix 1.0, der dann kommt. Ja, ist cool, 19 Jahre. Du wirst wann 20? In welchem Monat? Februar. Februar. Ja. So, dann wirst du 20. Ist krass, die jungen Leute, wie es drauf haben, oder? Mein Gott, hätte ich es gewusst, ne? Wie? Und dann? Naja gut, mit 20 war ich noch lange nicht so weit. Also da war ich nicht. Und da kamen die Kinder, muss man ja sagen. Du hast ja alles in einen gepackt, glaube ich, mehr oder weniger. Ja. Das ist schon stressig. Du bist meine Kinder, das erste kam mit 30. Ja. Also, ihr habt hier unglaublich viele Männer. Das ist aber irgendwie, keine Ahnung, du bist ja jetzt auch mit so ein bisschen in der Leitung. An dir liegt es nicht, sondern ist das noch ein Männerberuf? Nee, ja, absolut. Also Fahrzeugbau, also Metallbau habe ich, ich weiß nicht, ich kenne keine Frauen, die das machen. Also Frauen nehmen sofort, wenn du so gut sind. Ja, klar. Also was ich hier so mitbekomme, ist, dass bei den
bei den Leitstellen oder bei den Wachen Frauen auch im Einsatz sind. Es sind ja auch sehr viele Rettungsdienstassistentinnen, die... Ja, sprich weiter, ich bin nur gerade... Ja, ist bei 3,3 Grad. Diesen Beruf ausüben, aber so, dass man sagt... Hier bei Emmat Fahrzeuge arbeiten sehr viele Tischlerinnen oder Metallbauerinnen. Das kann ich nicht bestätigen, weil das sind harte Berufe. Es ist schwer mit Familie zu vereinbaren, außer man arbeitet dann vielleicht halbtags. Aber Projekte laufen bei uns. Das ist ja... Damit machen wir ja auch eigentlich Werbung. Wir machen Werbung, dass unsere Lieferzeiten kurz sind, dass wir einander zuarbeiten. Und da ist es halt ein bisschen schwierig dann zu sagen, naja, wenn eine Person dann irgendwie den halben Tag nur da ist und dann... Sagt übrigens eine Frau mit 3 Kindern, das finde ich okay. Also das ist die Realität. Was soll man denn erzählen von Vereinbarkeit von Familie und Beruf ohne... Ja, die meisten Frauen, die jetzt auch zuschauen, die wissen, wie schwierig das ist. Das ist immer ein Spagat. Und ohne eine gewisse Unterstützung. Also Schichten auch, kommen wir denn zu? Genau. Das ist so also dann ist der Beruf teilweise auch ein bisschen hart. Gut, jetzt Felix hat ja gesagt, das Material ist sehr leicht. Ja, das kann ich. Gerade bei den Schreinern gibt es, glaube ich, immer mehr Frauen. Oder? Das ist, also bei dir in der Berufsschule waren es viele? Zwei eigentlich. Gut, cool. Aber die da waren, die haben es richtig drauf, oder? Ja. Also ich glaube, die haben sogar beide. Ein Mädchen, durften beide ihr Gesellenstück ausstellen tatsächlich. Ja. Okay, klasse. Das ist auch oft so, dass so die Leidenschaft, also mit Holz zu arbeiten, war das bei dir früh? Ja. Wann kam das? Kindergarten schon. Kindergarten. Ja. Was hast du da gemacht? Auseinandergesägt oder Kindergarten? Gebastelt halt, ne? Ja. Also mit Holz. Mit Holz. Zu 100% kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber es kam auf jeden Fall. Ich war in einem Waldorf-Kindergarten und da war man halt tut mir leid. viel. Ja. Es gab keine Noten, oder? Aber, okay. Naja, im Kindergarten sowieso nicht. Stimmt. Nee, aber da hat man halt schon viel im Wald gemacht und viel mit Holz. Und das ist aber cool im Waldorf-Kindergarten, oder? Das heißt, die lassen dich so ein bisschen machen, oder? Ja. Und eins muss man sagen, Namentanzen kommt erst ab der Waldorfschule. Also das kann ich nicht. Was nochmal nach? Waldorftanzen, Namentanzen, das kann ich nicht. Namentanzen? Ja. Weil, das ist Singen und Klatschen, oder was? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt. Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht mitreden. Also wenn ich Interesse habe, das ist jetzt ein wirklich gigantisches Fahrzeug, was ich finde, allein schon die Tatsache, dass ihr hinten 2x, 4x Zwillingsbereifung drauf habt, das ist allein schon ein richtiger Hingucker. Und, aber ich finde es klasse. Wir drehen heute am 28. Was haben wir denn? November? Ja. Ist ja bald Weihnachten, oder? Ja, genau. Habt ihr einen Weihnachtsbaum hier drin? Nein, noch nicht, aber ein Kranz oben im Besprechungszimmer. Im Besprechungszimmer? Ja, gut. haben wir einen Kranz. Gut, sind lauter Männer da, die stehen da nicht auf Kerzen. Ne? Nee, deswegen. Ne? Ich Okay. habe es ganz leicht. Passt. So, danke. Vielen Dank fürs Einschalten. Emmat Fahrzeuge in Lingen. Ja, und wenn ihr Bock drauf habt, geht mal auf die Webseite. Da gibt es viel zu sehen. Ihr habt viele 3D-Ansichten auch mit drin. Ganz genau. Viele 3D-Ansichten, viele YouTube-Videos. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Genau. Echt, konntest du das leisten? Ja, Er war umsonst. Danke. Tschüss. Danke, ciao.